gar nicht so schlimm wie in Saigon. Ich bin hier in der Altstadt unterwegs, deshalb ist ja alles so ein bisschen kleiner. Yes! Angekommen! So, bevor ich losdüse nach Hanoi, die letzte Etappe, zeige ich nochmal kurz das Hotel. Weil es hat gestern Abend dann zu regnen begonnen und ich habe dann schnell irgendwas gesucht. Und es war dann so ungefähr das Erstbeste. Ja, also prinzipiell ist es sehr groß, weiß nicht, 4 Meter hohe Decken ungefähr. Genügend Platz, aber es ist wirklich sehr alt. Sehr heruntergekommen schon und benutzt. Es kostet nur 200.000 Dong, also 8 Euro pro Nacht. Und jetzt geht es schnell weiter, damit ich meine Halong-Buchtour buchen kann. Yeah! Jo, ich bin jetzt um 9 Uhr losgekommen. Es geht weiter Richtung Hanoi. Das Mikrofon habe ich jetzt nicht dran, weil es jederzeit regnen könnte. Da muss ich ein bisschen lauter schreien. Guten Morgen du. Guten Morgen Vietnam. Da ist noch gut 200 Kilometer. Ich hoffe, dass ich gut hochkomme. Und dann kann ich gleich Mittagnachmittag zum Büro von Ethnic Travel gehen und dort meine Halung zu tun. Ich hoffe, das passt alles. Und weiter geht's! Voll. Die Abschaltautomatik ist da voll deaktiviert bei den Zapfhähnen. Du musst immer auf einen runden Betrag anpassen. Kann man sogar genau bezahlen. Ja, 500er brauche ich nicht. Alles okay. Come on. So geht das. 6 Liter für, glaube knapp 200 Kilometer. Das muss ungefähr gewesen sein. Ja, ungefähr so schaut es aus die ganze Zeit. Hier von Vinh nach Hanoi durchgehen, fast Regen. Vorhin war es so, dass wir hier die ganze Zeit schön dick im Regen fahren. Ja, jetzt ist hier oben Hanoi auch noch. In Hanoi ist vielleicht wieder etwas schöner. Mal schauen. So weit sind wir schon, kurz vor den Vinh. Und da ist schon Hanoi. Und da irgendwo komme ich. Beziehungsweise von da hier außen rumgefahren. So, jetzt ist das Handy nass. Funktioniert jetzt natürlich nicht mehr. Ja, ich bin jetzt in den Vinh. Hier gibt es sogenannte trockene Halong-Luft. Das heißt, diese Kreiswellen,
Saigon, aber es nervt mich, dass das ständig hängen bleibt, aber wirklich ständig. Dann komm doch hin. Das ist nervig. Los. Hier in der Altstadt unterwegs, deshalb ist ja alles ein bisschen kleiner und enger. Auch das Hotel liegt in der Altstadt und Ethnic Travel Büro. Und ich bin hoffentlich bald da. So, ich wollte zum Greenlight Hotel. Mal schauen, ob die ein Zimmer für mich haben. Ja, da ist es. Ja. So. Das waren jetzt 12 Tage von Ho Chi Minh nach Hanoi und circa 2100 Kilometer. Yes! Angekommen. Das ist jetzt mein Hotel in Hanoi, Greenlight Hotel. Ja, die sind sehr schmal immer, aber gehen dann hoch bis in den 4. Stock und gehen auch recht weit nach hinten. Es sind also schon ein paar Zimmer vorhanden. Das ist also die schnucklige kleine Altstadt in Hanoi bei Regen. Jetzt suchen wir erstmal einen Café und warten, weil mein Hotelzimmer muss noch sauber gemacht werden. Im Café sitzen und den Regen in Hanoi genießen. Und so sieht es dann aus, wenn man den ganzen Tag lang im Regen gefahren ist. Aber dafür gab es dann noch ein leckeres Abendessen im Hong Huai's Restaurant. Guten Morgen Vietnam, guten Morgen Hanoi. Ja, da bin ich gestern spät nachmittags im strömenden Regen endlich angekommen im Hotel oder in Hanoi in meinem Hotel. Greenlight Hotel, echt ein super Hotel. Und ja, ich war einfach nur froh angekommen zu sein. Und jetzt kann ich mich endlich freuen. 2100 Kilometer von Ho Chi Minh City nach Hanoi. Angekommen, yeah! Und das sogar ohne Unfall. Ja, ist gar nicht so selbstverständlich. Ich habe jetzt schon 3 Leute sogar getroffen, oder andere Backpacker oder Traveler, die Unfälle mit dem Moped hatten. Alle eigentlich nur mit vielen Schürfwunden, aber ja, so schnell kann es halt gehen. Kann ich also froh sein, dass ich gut durchgekommen bin. Ja, das Moped hat es nicht so ganz gut mitgemacht, aber es läuft. Und ja, ich habe auch noch eine Tour bei Ethnic Tours bekommen, eine Halongbucht-Tour. Und zwar habe ich mich jetzt überreden lassen zu der Tour, wo man einen Tag in der Baitulong-Bucht zu einer einsamen Insel fährt und dann auch mit dem Fahrrad fährt. Genau, da fährt man auch mit dem Fahrrad auf der Insel. Das ist wirklich ganz
abseits vom Tourismus, vom außervietnamesischen Tourismus, wo man auch im Homestay dann bleibt. Ja, und am zweiten Tag geht es dann in die Halongbucht-Tour. Gibt auch viel Kajakfahren und so weiter. Genau. Ja, da freue ich mich schon drauf. Wetter sollte soweit passen. Zumindest 1-2 Tage. Jo! Weiter geht's.